In einer kleinen, ruhigen Stadt lebte eine Familie, in einer stillen Ecke der Stadt. Diese Familie hatte einen 12-jährigen Sohn, er hieß David und ging in die 6. Klasse. David war ein sehr aktiver Junge, er liebte es, draußen zu spielen, am liebsten spielte er Fußball. Fast jeden Tag ging er nach der Schule auf einem kleinen Platz in der Nähe und trainierte dort. Eines Tages kam David nach Hause. Er setzte sich auf das Sofa, öffnete sein Mathebuch und schaute es lange an. Dann lehnte er sich zurück und sah unzufrieden aus. Sein Vater kam gerade aus dem Garten ins Haus. Er bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er setzte sich neben David und fragte ruhig, was los sei. David seufzte und sagte, dass er eine schlechte Note in Mathe bekommen hatte. Aber das war nicht alles. Er erzählte auch von seinem Freund Matt, der immer gute Noten in Mathe bekam. Egal wie sehr David sich bemühte, er konnte einfach nicht so gut sein wie Matt. Sein Vater hörte aufmerksam zu, dann gab er ihm ein Glas Wasser und sagte: »Komm, wir gehen kurz in den Garten.« Im Garten war es ruhig. Bäume spendeten Schatten und alles fühlte sich friedlich an. Der Vater schaute David an und sagte: »Ich möchte dir heute 3 wichtige Dinge zeigen. Diese Dinge werden dir später im Leben helfen.« David war neugierig. »Was meinst du, Papa?« fragte er. Der Vater lächelte leicht. »Du wirst es Schritt für Schritt lernen. Für den Anfang, lade morgen Matt ein, mit dir Fußball zu spielen.« Am nächsten Tag machte David genau das. Nach der Schule gingen sie zusammen auf den Fußballplatz. Wie immer spielte David sehr gut. Er schoss mehrere Tore und war der beste Spieler auf dem Feld. Matt dagegen hatte Schwierigkeiten. Er verlor oft den Ball und machte viele Fehler, weil er nicht so oft Fußball spielte. Trotzdem hatten beide Spaß. Am Abend ging David zu seinem Vater und sagte: »Papa, wir haben gespielt. Und jetzt?« Der Vater fragte: »Wie war das Spiel?« David erzählte alles, seine Tore, Matts Fehler, das ganze Spiel. Der Vater nickte und sagte dann ruhig: »Siehst du, David, Matt ist nicht gut im Fußball, aber er ist sehr gut in Mathe. Und du bist gut im Fußball. Jeder Mensch hat seine eigenen Stärken.« David dachte kurz nach. Langsam verstand er, was sein Vater meinte. »Und was ist die zweite Sache?« fragte er neugierig. Der Vater sagte: »Morgen in der Schule beobachtest du Matt genau. Achte darauf, wie oft er mit Zahlen arbeitet.« Am nächsten Tag tat David genau das. Er achtete den ganzen Tag auf Matt. Er sah, wie Matt Matheaufgaben löste, wie er Dinge zählte, wie er kleine Rechnungen machte. Sogar in der Pause beschäftigte er sich mit Zahlen. Einmal sah David sogar, wie Matt die Blütenblätter einer Blume zählte. Am Abend ging David wieder zu seinem Vater. »Papa, Matt macht ständig etwas mit Zahlen.« Sein Vater lächelte. »Das ist die zweite Sache. Matt ist gut in Mathe, weil er es oft macht und weil es ihm Spaß macht. Wenn du in etwas besser werden willst, musst du es regelmäßig üben.« Er machte eine kurze Pause und sagte dann: »Und es muss nicht immer schwer sein. Du kannst auch mit kleinen Dingen anfangen.« David nickte. Er verstand, Übung macht wirklich den Unterschied. »Und die dritte Sache?« fragte er sofort. Der Vater überlegte kurz und fragte:
Wie viel besser ist Matt in Mathe als du? David dachte nach und sagte vorsichtig, vielleicht 3-mal so gut? Der Vater nickte. Gut, dann lernst du morgen 3-mal so viel Mathe. Am nächsten Tag setzte sich David nach der Schule hin und begann zu lernen. 1 Stunde verging, dann noch eine. Er wollte nicht aufgeben und lernte weiter. Aber nach einiger Zeit wurde er müde. Sein Kopf tat weh. Ohne es zu merken, schlief er ein. Später weckte ihn sein Vater sanft auf. »Komm, wir essen. Danach reden wir im Garten.« David war enttäuscht von sich selbst. »Es tut mir leid, Papa. Ich habe es nicht geschafft. Ich war zu müde.« Sein Vater lächelte ruhig und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Das ist ganz normal«, sagte er. »Wenn man etwas macht, das man nicht wirklich mag, ist es schwer, lange konzentriert zu bleiben.« Er schaute David direkt an und sagte, »Aber wenn du etwas liebst, fällt dir alles leichter. Du bist beim Fußball stundenlang konzentriert, ohne Probleme.« Dann sagte er langsam, »Wenn du erfolgreich sein willst, hast du 2 Möglichkeiten. Lerne das, was du liebst, oder lerne, das zu lieben, was du lernen musst.«